Wenn du gerne den Pro Club Modus in FIFA 23 gespielt hast und wissen willst, welche Neuerungen in diesem Modus in EAFC 24 vorhanden sind, dann bleib hier unbedingt bis zum Ende dran. Denn ich erkläre dir alle Neuerungen in diesem Modus, sodass du up to date bist und genau weißt, was in diesem Modus auf dich zukommt. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. So, und die erste Neuerung ist natürlich Crossplay, denn jetzt ist es möglich, wie ihr hier auch schon im Hintergrund seht, dass PlayStation 4 Spieler mit Xbox One Spielern gemeinsam spielen können in einem Team. Und dass PlayStation 5, Xbox Series X und natürlich PC-Spieler, also die Next-Gen-Konsolen, zusammen spielen können. Und jetzt kommen wir auch schon zu eigentlich den größten Neuerungen, und das ist die Club League-Reihe. Denn dieses System wurde komplett umgearbeitet. Und zwar wird es jetzt sozusagen in mehreren Phasen ablaufen. Und zwar wird das Ganze wie auch schon in Ultimate Team in Saisons unterteilt. Und jede Club-Season dauert 6 Wochen und gliedert sich in 2 Phasen. Einmal die Liga-Phase und die Playoff-Phase. Die Liga-Phase ist, wie ihr es schon aus vorigen Pro Club Seasons kennt, die normale Liga-Phase, wo ihr sozusagen Punkte durch Siege erspielt und dann die Aufstiege, sag ich mal, in höhere Divisionen schaffen könnt. Und je höher ihr aufsteigt, desto bessere Chancen habt ihr auf Bonis für die kommende Playoff-Saison. Und es wird sich ändern, dass ab Division 5 wird es keine begrenzte Anzahl an Partien mehr geben, wo du aufsteigen musst. Und dadurch wird mit jedem Punkt, den du pro Spiel erreichst, natürlich auch der Fortschritt weitergemacht. Und was auch neu ist, Niederlagen verringern nicht die Gesamtpunktzahl deines Vereins, sodass es auch keinen Abstieg mehr geben wird, wie es ja auch schon in Division Rivals der Fall ist. Nur am Ende der Saison, wenn alles resettet wird. Und natürlich jede höhere Division bringt natürlich auch schwierige Spieler, sodass natürlich in den höheren Divisionen das Ganze schwieriger werden wird. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu den Aufstiegsspielen in der Ligasaison. Das heißt, wenn du in der Liga genug Punkte gesammelt hast, um in eine neue Division aufsteigen zu können, dann geht es sozusagen in die Aufstiegsspiele und dort gibt es sozusagen nur Sieg oder Niederlage. Und dort wird es so sein, dass dein Verein eine bestimmte Anzahl an festgelegten Partien gewinnen muss, zum Beispiel 1 von 3 Partien gewinnen. Und wenn du das schaffst, dann kannst du in die nächste Liga aufsteigen. Wenn du das nicht schaffst, bleibst du in der Liga, aber deine Punktzahl wird sozusagen ein bisschen reduziert, sodass du, wenn du dann weiterspielst, weiß ich, ein paar Tage später ebenfalls wieder Aufstiegsspiele starten kannst und dann wieder aufsteigen kannst. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und was neu ist, es wird sozusagen Liga-Bonis geben. Und zwar wird dein Verein in Form von Fans Bonis bekommen, sodass dein Ansehen deines Vereins verbessert wird und du Club-Anpassungsobjekte, sag ich mal, erhalten kannst, was natürlich nice ist. Entweder sind es sozusagen Trikotsets, Choreos, Stadion-Bundles und sonstige Preise. Und jetzt kommen wir sozusagen in die letzte Phase der Saison. Wir wissen ja, dass die Saison 6 Wochen geht und in der letzten Woche dieser Saison, also von der 5. bis zur 6. Woche, werden die Club Playoffs stattfinden. Und das wird so funktionieren, dass zu Beginn der Playoff-Phase, also in der letzten Woche, alle Vereine basierend auf ihrer derzeitigen Division in Gruppen eingeteilt werden und dort dann eine feste Anzahl von Partien spielen müssen, um in der Playoff-Tabelle ihrer Division so hoch wie möglich aufzusteigen. Das könnt ihr hier sehen. Wie gesagt, hier 2 von 10 Matchplays, das heißt 10 Spiele musst du auf jeden Fall machen. Und dann ist hier diese Tabelle und desto mehr Siege, Punkte du holst, desto höher kannst du aufsteigen und desto bessere Rewards wirst du am Ende dann natürlich bekommen.
Und in der Playoff-Zeit wird es auch keine Unentschieden geben. Das heißt, wenn es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen sollte, wird es in die Verlängerung gehen. Und wenn es dort immer noch nicht entschieden ist, wird es ins Elfmeterschießen gehen, sodass auf jeden Fall immer Sieg oder Niederlage am Ende stehen bleibt und es kein Unentschieden geben wird. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord-Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Und noch der Hinweis, wenn du sozusagen die Playoff-Partien in relativ schneller Zeit abgeschlossen hast, kannst du trotzdem noch während der Playoff-Phase Ligapartien absolvieren, um das Vereinsansehen und deinen Skillwert zu verbessern. Du erhältst aber jedoch keine Punkte dafür, um in einer Division weiter aufsteigen zu können. Das ist dann nicht mehr möglich, sondern erst wieder in der nächsten Saison. Aber du kannst dadurch trotzdem den Spieler noch verbessern und dein Ansehen des Vereins steigern. Wie gesagt, und nach jeder Club-Season bekommt sozusagen dein Verein Prämien und Bonus für die Playoff-Leistungen. Und das ist sozusagen auch die beste Gelegenheit, um das Ansehen deines Vereins zu steigern und natürlich auch wirklich Trophäen in-game zu erhalten. Hier könnt ihr es nämlich zum Beispiel sehen bei der Elite Division. Wenn du zum Beispiel Runner-Up Top 5% der Leute bist, erhältst du 4,25 Millionen Fans, was dein Ansehen natürlich deutlich steigern wird. Dann kriegst du eine Silbertrophäe. Dann kriegst du noch 110.500 Volta Coins, die du dann in deinen Spieler investieren kannst und auch Playstyles nutzen kannst, wozu wir später noch kommen. Und Saisonpunkte erhältst du dazu natürlich auch noch, sodass die Playoffs natürlich den Hauptfokus einnehmen und der wettbewerbsorientierteste Modus in Clubs sein wird. Und hier könnt ihr nochmal ein paar Trophäen sehen, wie die dann aussehen. Jeder Profi, der halt mindestens eine Partie gespielt hat und bis zum Saisonende Teil des Kaders ist, bekommt dann auch diese Belohnungen. Wenn du in der Saison plötzlich wechselst, den Verein, oder nicht eine Playoff-Partie gespielt hast, wirst du auch keine Rewards dafür bekommen am Ende der Saison. Ja, und jetzt kommen wir zu der Fans- und Ansehen-Reihe. Und zwar wird es sozusagen ein Fan-Fortschrittssystem geben, sodass, wenn du mehr Fans hast, dein Verein, deine Reputation auch wachsen wird und du dadurch sozusagen besser wirst. Und es wird sozusagen Ansehensstufen geben, die du mit Fans halt erreichen kannst. Und wenn du eine weitere Stufe erhältst, werden sozusagen die KI-Mitspieler aus deinem Verein besser overall geratet. Du kannst Stadien höherer Stufe freischalten und Stadion-Deko freischalten, wie ihr hier zum Beispiel ein Beispiel zu seht. Und außerdem kannst du dadurch dann auch dein Stadion, deinen Club anpassen, wie wir es ja natürlich auch schon aus Ultimate Team kennen, wo du ein Stadion halt individuell anpassen kannst, wie hier Stadion-Bundles, Stadionfarben, Beleuchtung und sonstige Schnickschnack-Sachen, die du da dann natürlich anpassen kannst. Wie gesagt, und jetzt kommen wir natürlich schon die Overall-Neuigkeit in EAFC. Generell sind natürlich die Playstyles, und die Playstyles werden natürlich auch in dem Pro-Club-Modus verfügbar sein, dass du sozusagen deinem Spieler gewisse Playstyles geben kannst, um besser zu werden. Es wird insgesamt bis zu 6 Playstyle-Slots für den Spieler geben, wovon 2 Playstyle-Plus-Slots sind, sodass du experimentieren kannst, welchen Playstyle du mit der Zeit erspielen kannst. Wie gesagt, und diese Playstyles kannst du freischalten, indem du halt gewisse Level erreichst, gewisse Divisionen erreichst, gewisse Bonis erhältst, dann kriegst du auch Playstyles eventuell dazu und kannst diese halt deinem Pro zuweisen. Jetzt kommen wir noch zu einer Neuerung, die vor allem die Nintendo Switch-Spieler unter euch sehr wahrscheinlich sehr gut finden werden, denn Pro Club wird zum ersten Mal auch auf Nintendo Switch im kompletten Umfang verfügbar sein, sodass du auf Nintendo Switch ebenfalls den Pro Club Modus spielen kannst. Außerdem wurden noch die besten Listen mit Skillwert, sage ich mal, für den gesamten Verein angepasst, sodass nach Skillwert sozusagen das Leaderboard aufgeteilt wird. Außerdem wird es jetzt deutlich mehr Möglichkeiten geben, deinen Spieler wirklich anzupassen vom Aussehen her, sodass du dich wirklich so ausdrücken kannst, wie du es wirklich willst, von den Klamotten her, Frisur her, Tattoos her und Co., was natürlich viele Möglichkeiten ergibt.
Außerdem wird es auch durch die Hypermotion V-Technologie auf den Next-Gen-Konsolen auch die speziellen Laufstile und Elfmeter-Animationen der Spieler geben. Wie gesagt, schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare, was du zu den Änderungen im Pro Club meinst und ob du Pro Club sehr viel gespielt hast. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, lass ein Like da, teile das Video mit anderen, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und schau dir unbedingt auch die EAFC 24 News Playlist an, da erfährst du alle Neuerungen in EAFC 24. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.